In einer echten Krise ist es ein gefährlicher Irrglaube, man könne seine wichtigsten Dinge schnell zusammensuchen. In diesem Video untersuchen wir 15 entscheidende Kategorien, die eine gewöhnliche Tasche in eine professionelle Notfallausrüstung verwandeln. Wir konzentrieren uns auf Details, die die meisten Menschen für unwichtig halten, deren Fehlen aber umso schmerzlicher ist, wenn das System zusammenbricht. Katastrophen kündigen sich nicht an. Ein Chemieunfall, eine plötzliche Überschwemmung oder ein Stromausfall, der die Stadt lahmlegt. Wenn der Moment kommt, in dem man innerhalb von Minuten sein Zuhause verlassen muss, ist die Vorbereitung keine Frage der Wahl, sondern des Schicksals. Wer überlegt, was er als erstes in den Kleiderschrank greifen soll, hat bereits verloren. Kategorie 1. Eine Evakuierungstasche sollte von außen nicht erkennbar sein. Wer Gürtel im Militärstil oder auffällige Outdoor-Farben trägt, wird im Chaos zur Zielscheibe. Nach der Gray-Man-Philosophie sollte die Tasche wie eine normale Schul- oder Arbeitstasche aussehen. Unser Ziel ist es nicht, Aufmerksamkeit zu erregen, sondern wie ein Schatten in der Menge unterzutauchen. Packen Sie Ihre Sachen nicht einfach in die Tasche. Verpacken Sie jede Kategorie, Kleidung, Medikamente, Dokumente, in wiederverschließbare, durchsichtige Beutel, zum Beispiel Ziploc, oder vakuumieren Sie diese. Das reduziert das Volumen und sorgt dafür, dass der Inhalt trocken bleibt, selbst wenn Ihre Tasche ins Wasser fällt. Kategorie 2. Wenn Sie sich im Ausland nicht ausweisen können, werden Sie in der modernen Welt unsichtbar. Speichern Sie Ihre Eigentumsurkunden, Ihren Ausweis, Ihre Versicherungspolicen und Gesundheitsberichte auf einem verschlüsselten USB-Stick. Tragen Sie diesen Stick um den Hals oder in einem versteckten Fach Ihrer Tasche. Physische Dokumente können verbrennen, aber Ihr digitales Archiv ist der einzige Schlüssel, der Sie vor dem Flüchtlingsstatus bewahrt. Vakuumieren Sie außerdem alle diese Dokumente und elektronischen Geräte in wasserdichten Ziploc-Beuteln. Wasser ist der heimtückischste Feind Ihrer digitalen Welt. Kategorie 3. Wenn das System zusammenbricht, sind Geldautomaten nur noch wertlose Trümmerhaufen. Nehmen Sie mindestens 500 € mit, aber achten Sie darauf, dass es sich um 5- und 10-Euro-Scheine handelt. In den ersten Stunden des Chaos kann Ihnen niemand Wechselgeld geben. Ein kleiner Geldschein ist die wahre Macht, die jede Tür zu einer Flasche Wasser oder einem Transportmittel öffnet. Wichtiger Hinweis: Packen Sie Ihren Rucksack und stellen Sie ihn beiseite. Nehmen Sie ihn auf den Rücken und laufen Sie mindestens 5 Kilometer um Ihr Haus. Die 500-Euro-Scheine mögen Sie retten, aber ein drückender Schuh oder ein einschneidender Riemen werden Sie aufhalten. Der Krisentag ist kein Tag für Experimente. Testen Sie Ihren Rucksack und Ihren Körper vorher. Kategorie 4. Wenn der Adrenalinspiegel steigt, vergisst das Gehirn selbst einfachste Informationen. Können Sie sich an die Nummer Ihres nächsten Angehörigen erinnern, wenn der Akku Ihres Handys leer ist? Lösung: Schreiben Sie die 10 wichtigsten Nummern und Adressen von sicheren Zonen handschriftlich in ein wasserfestes Notizbuch. Wenn die digitale Welt ausfällt, ist Papier Ihr treuester Begleiter. Und ein kleines, batteriebetriebenes oder mit einer Kurbel, Dynamo, betriebenes UKW-MW-Radio. Wenn die Netze zusammenbrechen, können Sie offizielle Evakuierungsdurchsagen nur über diese Frequenzen empfangen. Nicht nur Menschen, sondern auch unsere Freunde sind in den Plan einbezogen. Wenn Sie ein Haustier haben, sollten Sie außerdem für 3 Tage vakuumverpacktes Futter, einen faltbaren Wassernapf und einen beruhigenden Gegenstand, zum Beispiel ein Tuch mit Ihrem Geruch, einpacken. Wenn es jammert oder müde wird, ist auch Ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Kategorie 5. Eine Taschenlampe ist hinderlich, wenn man im Dunkeln ein Hindernis überwindet oder die Hand seines Kindes hält. Die Hände müssen frei sein. Technischer Hinweis: Achten Sie darauf, eine LED-Stirnlampe mit Rotlichtfunktion zu wählen. Rotes Licht beeinträchtigt Ihre Nachtsicht nicht und macht sie nicht aus der Ferne sichtbar. Lassen Sie die Batterien nicht im Gerät. Sie oxidieren mit der Zeit und machen das Gerät unbrauchbar.
Legen Sie die Batterien verkehrt herum ein oder unterbrechen Sie den Stromkreis, indem Sie ein kleines Stück Plastik dazwischen legen. Eine Lampe, die in einer Notsituation nicht funktioniert, ist nur lästig. Packen Sie zusätzlich zur Beleuchtung eine Rettungsdecke oder einen leichten Biwaksack ein, der kaum Platz im Rucksack wegnimmt. Selbst in der Stadt kühlt Beton schnell aus. Legen Sie außerdem 2 dicke 120 Liter Müllsäcke in den Rucksack. Diese Säcke können bei Bedarf als Poncho, Schlafsackeinlage oder als zusätzliche Schutzschicht auf nassem Untergrund verwendet werden. Kategorie 6. Wenn Ihre Powerbank leer ist, sind Sie von der Außenwelt abgeschnitten. Ein faltbares Solarpanel, das Sie beim Gehen an Ihrer Tasche befestigen können, versorgt Sie ununterbrochen mit Informationen. Energie ist in Krisenzeiten nicht nur Strom, sondern auch die Information, die Sie für die richtigen Entscheidungen benötigen. Schließen Sie ein Solarpanel niemals direkt an Ihr Handy an. Spannungsschwankungen können die Hauptplatine Ihres Handys beschädigen. Schließen Sie das Panel stattdessen an eine Powerbank an und laden Sie Ihr Handy über diese auf. Die Speicherregel ist beim Energiemanagement unerlässlich. Kategorie 7. Ein Feuer zu entzünden bedeutet, ein Signal in den Himmel zu senden. Ich bin hier. Verwenden Sie während einer Evakuierung energiereiche Nüsse, Riegel und dunkle Schokolade, die weder Geruch noch Licht abgeben. Schokolade liefert nicht nur Energie, sondern ist auch eine wichtige Dopaminquelle, die Ihrem Gehirn in Stresssituationen signalisiert: Alles ist in Ordnung. Kategorie 8. Wenn Apotheken geplündert oder geschlossen werden, kann ein Mangel an Ihren Dauermedikamenten Sie angreifbar machen. Regel: Halten Sie einen Vorrat an Medikamenten und Rezepten für mindestens 14 Tage bereit. Ein Rezept ist das einzige offizielle Dokument, mit dem Sie Ihre Medikamente in Notfallapotheken vorrangig erhalten. Kategorie 9. Das Leitungswasser ist nicht nur verschmutzt, sondern auch giftig. Einfache Filter entfernen zwar Bakterien, aber nicht die Chemikalien. Empfehlung: Verwenden Sie Aktivkohlefilter. Diese Filter sind Ihre einzige sichere Wasserquelle in der Stadt, da sie vor Rost und möglichen chemischen Lecks in den Leitungen schützen. Herkömmliche Campingfilter töten zwar Bakterien ab, filtern aber keine Schwermetalle und Chemikalien aus den rostigen Leitungen. Verwenden Sie daher immer ein System mit Aktivkohlepatronen. Leitungswasser ist nicht nur verschmutzt, sondern ein chemischer Cocktail. Kategorie 10. Wer 3 Tage lang nicht duscht, verliert sein Selbstwertgefühl, und das ist der erste Schritt zur Resignation. Eine kleine Packung Feuchttücher und eine Zahnbürste dienen nicht nur der Hygiene, sondern auch der mentalen Stärkung. Sobald Sie sich sauber fühlen, wächst Ihr Überlebenswille. Wenn Sie eine Familie haben, packen Sie ein kleines Moralobjekt oder ein Lieblingsspielzeug ein, um Ihr Kind zu beruhigen. Ein unkontrollierbares Geräusch in einem stressigen Moment zerstört die Ruhe der ganzen Familie. Kategorie 11. Ein dicker Mantel macht schwerfällig und lässt einen schwitzen. Schweiß gefriert sofort, sobald man stehen bleibt, und führt zu Unterkühlung. Lösung: die 3-Schichten-Regel. Eine Funktionsunterwäsche, die Schweiß ableitet, ein Vlies, das die Wärme speichert, und eine Windjacke, die vor Wind und Wetter schützt. Mehrere Schichten ermöglichen es, sich an wechselnde Bedingungen anzupassen. Ihre Füße sind Ihr wichtigstes Fortbewegungsmittel. Packen Sie immer 2 Paar Merino-Wollsocken ein. Baumwollsocken trocknen nicht, wenn sie nass werden, und verursachen Blasen. Mit einem verletzten Fuß können Sie nicht evakuieren. Fügen Sie immer Blasenpflaster oder hochwertige Blasenpflaster hinzu. Wenn Sie Blasen bekommen, können Sie die Reise nicht beenden. Ein Pflaster ist manchmal wichtiger als Ausrüstung im Wert von Tausenden von Euro. Kategorie 12. Die Stadt ist ein Käfig aus Beton und Metall. Manchmal müssen Sie eine Tür aufhebeln oder einen Draht verbiegen. Ein professionelles Multitool mit Zange ist 10-mal praktischer als ein Messer. Alles, was Sie mit einem Messer nicht durchtrennen können, können Sie in der Stadt bewältigen. Packen Sie einen Silcock Key, 4-Wege-Wasserhahnschlüssel, ein.
Nur mit diesem Schlüssel können Sie in chaotischen Zeiten Wasser aus verschlossenen Wasserhähnen außerhalb von Gebäuden holen. In der Stadt ist Wasser ein verborgener Schatz in den Leitungen. Kategorie 13. Der graue Mann und die graue Frau suchen keinen Konflikt, sie fliehen davor. Doch wenn sie in die Enge getrieben werden, ermöglicht ihnen ein taktischer Stahlstift, den niemand verdächtigt, sowohl das Zerschlagen von Glas als auch die nötige Zeit zur Flucht. Verteidigungsmittel, Spray oder Stift gehören nicht in den Boden der Tasche, sondern an den Schultergurt oder Gürtel, in Sekundenschnelle erreichbar. Ausrüstung, die sie nicht erreichen können, gehört ihnen nicht. Kategorie 14. Wenn die Netzwerke zusammenbrechen, zerstreut sich ihre Familie. Wenn kein Empfang besteht, egal zu welcher Uhrzeit, treffen wir uns unter der alten Brücke. Dies ist eine laminierte Vereinbarung, die auf Papier geschrieben und in jeder Tasche mitgeführt wird. Wenn die Telefone verstummen, hält dieser Schwur die Familie zusammen. Ein Treffpunkt reicht nicht aus. Definiert einen Plan A, kurze Distanz, und einen Plan B, außerhalb der Stadt / auf der Evakuierungsroute. Wenn die Brücke gesperrt ist, muss die Familie wissen, wohin sie gehen soll. Kategorie 15. Dies ist der wichtigste Gegenstand für Brillenträger. Sobald die Brille kaputt geht, sieht man nicht mehr klar und ist kein Überlebender mehr, sondern ein Ziel. Eine Ersatzbrille, selbst eine alte, die man sicher in der Tasche verstaut, ist der letzte Strohhalm, der die gesamte Strategie zusammenhält. Dies ist der fatale Fehler, den ich erwähnt habe. Ein Blinder, selbst mit der besten Ausrüstung, ist nur ein Ziel. Nun erzähle ich euch 4 wahre Geschichten. Hört gut zu, behaltet sie im Hinterkopf. Wenn du sie brauchst, ruft dein Gedächtnis diese Informationen sofort ab und rettet dich. Geschichte 1. Im Winter 1945, während der großen Zerstörung Deutschlands, starben Menschen nicht nur an Hunger, sondern auch wegen ihrer Schuhe. Tausende Kinder auf den Straßen Berlins konnten nicht mehr laufen, weil die Lumpen an ihren Füßen nass und gefroren waren. Sie wurden in den Evakuierungslinien zurückgelassen. Deshalb sind Socken aus Merino-Wolle kein Luxus, sondern eine blutige Erinnerung an jenen Winter. Unsere Vorfahren wussten es. Wenn die Beine versagen, ist das Leben vorbei. Geschichte 2. In modernen Krisen, wie den Großstadtprotesten und Stromausfällen der 2000er Jahre, bestand die größte Gefahr darin, anders zu wirken. Während der Balkankrisen der 1990er Jahre waren diejenigen, die Militärkleidung trugen, die ersten Ziele, weil sie als Bedrohung oder einflussreich wahrgenommen wurden. Doch ein Vater, der schweigend mit einer alten Schultasche auf dem Rücken ging, konnte seine Familie unbemerkt in Sicherheit bringen. Die Philosophie des grauen Mannes ist keine Modeerscheinung, sie ist ein stärkster Schutz auf der Straße. Nicht nur Väter, sondern auch die tapferen Mütter, die ihre Kinder heimlich in Sicherheit bringen, sind die wahren Helden dieser Philosophie. Geschichte 3. Ein Soldat, der aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkehrte, schrieb in sein Tagebuch: Als eine Bombe den Bunker traf, verlor ich alles. Mein Wasser, mein Essen, mein Gewehr. Aber das Familienfoto in meiner Brusttasche war, obwohl mit Schlamm bedeckt, noch da. Der Anblick dieses Stück Papiers gab mir die Kraft, weitere 20 Kilometer zu gehen. Wir leben heute in einer digitalen Welt, aber wer hält dich wach, wenn der Akku deines Handys leer ist? Dieses kleine Stück Papier ist mehr wert als die schwerste Tasche. Geschichte 4. Weißt du, was die wichtigste Hilfe der Feldärzte im Vietnamkrieg war? Cyanacrylat, der Vorläufer des japanischen Klebstoffs. In diesem chaotischen Moment, als keine Zeit zum Nähen war, hat das einfache Kleben der Wunde Tausende von Soldaten vor dem Blutverlust bewahrt. Die 3-Euro-Tube, die sie heute in ihre Tasche packen, ist eine lebensrettende Technologie, die auf den Schlachtfeldern entwickelt wurde. Ich hoffe, sie brauchen diese Tasche nie. Aber wenn doch, wird sie ihr wertvollster Besitz sein. Vorsorge ist keine Angst, sondern Eigenverantwortung. Sie haben auch Punkt 15 gelernt. Ihr Unterschied besteht nun nicht mehr darin, zu wissen, was zu tun ist,
sondern es auswendig zu wissen. Während diese Tasche in einer Ecke Ihres Hauses steht, bietet sie Ihnen tatsächlich mehr Sicherheit als eine Versicherung. Denken Sie daran, in Katastrophenzeiten bringt sie Ihre Intelligenz nur bis zu einem gewissen Punkt, aber Ihre Vorbereitung bringt Sie sicher nach Hause. Gehen Sie diese Liste jetzt sofort durch. Welcher Gegenstand fehlte? Vielleicht eine kleine Batterie, vielleicht ein digitales Archiv. Schreiben Sie ehrlich in die Kommentare. Ich habe außerdem eine Liste mit 50 Notfallartikeln für Sie erstellt. Wenn Sie sie als PDF möchten, schreiben Sie Notfallset in die Kommentare. Und wenn du bis hierher gelesen hast, abonniere den Kanal, gib dem Video ein Like und teile es. Die heutige Aufgabe ist erledigt. Bis später, sei immer vorbereitet.